Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Und wir haben es euch ja gesagt, einmal im Monat versuchen wir es jetzt für euch da zu sein, denn es ist tatsächlich sehr, sehr viel Programm für den Thomas, gerade mit den neuen Alben, die da ja alle rauskommen. Das hat ja noch keiner vor ihm gemacht, dass er quasi das alles in kürzester Zeit so viele Alben veröffentlicht hintereinander. Aber man merkt auch, also wenn ich dich so anschaue, Thomas, das tut dir irgendwie gut. Also du siehst von Tag zu Tag besser aus, erholter. Also du siehst mich Wahnsinn. Doch gar nicht jeden Tag. und jeden immer Tag nicht. Wenn wir unsere Konferenzen hier haben, das geht ja über FaceTime, mache ich mich natürlich vorher ein bisschen parat. Ach so, natürlich, machst du dich parat. Gehst du nochmal in die Maske. Ja? Genau. Dafür habe ich übrigens, da kann ich dir später direkt, habe ich eine tolle Frage gekriegt von Katrin. Nee, das ist nicht die Katrin, die hat eine andere Frage. Wer war das? Uli aus Hamburg. Ja, da geht's nämlich um deine Optik und so. Das ist ganz lustig, die nehmen wir aber später dran. Heute wollen wir ja erstmal ein ganz aktuelles Thema hier beleuchten, was ja alle Fans hier brennend interessiert, wo die Medien sich ja auch direkt drauf geworfen haben, mit allem, was geht. Was war da los bei Schlagerboom mit Florian Silbereisen am letzten Wochenende, wo Florian nicht mit Thomas Anders aufgetreten ist, sondern mit Dieter Bohlen? Thomas, warum warst du nicht da? Dass die Leute da immer so einen riesen Zinnober draus machen, das ist für mich auf der einen Seite ungläubig. Ich verstehe, warum wird da diskutiert? Okay, vielleicht kann ich es verstehen, weil natürlich viele dachten, wir werden da ein Zusammentreffen haben. Es war in der Tat so, das hatte Florian ja damals im Fernsehen noch gesagt, das war im März damals, dass ich zum Schlagerboom eingeladen war. Das ist richtig, aber ich mache ja auch viele Shows. Ich bin ja mit vielen Shows unterwegs und auch private Geschichten. Und ich sage so, wie es ist. Ich hatte halt eben einfach einen sehr großen Event, einen privaten Event und habe halt eben der Produktionsfirma gesagt, du Leute, es klappt diesmal nicht, ich kann nicht auftreten. Und daraufhin kam halt eben erst Dieter Bohlen ins Gespräch. Also wir müssen, mein Rückzug aus der Sendung war schon vor einigen Wochen. Und er war ja auch nie offiziell bestätigt von der ARD, dass ich in der Sendung bin. Ja, also das muss man fairerweise sagen. Es sind natürlich einige Portale, auch in den Social Medien, die halt eben abgeschrieben haben gesagt, okay, Florian hat in der Sendung gesagt, Thomas ist bei mir zu Gast. Ja, das war im März auch noch geplant. Aber das sind halt eben dann noch gut 3 Monate bis zu einer Sendung. Und dann war es irgendwann nicht mehr geplant und ich habe mir da überhaupt keine großen Gedanken gemacht. Aber das wurde mal wieder richtig aufgebauscht und getan und gemacht. Und aber der Tag ging ja auch so rum. Ging auch so rum, ja. Aber letztendlich hat der Bohlen hat ja letztendlich die Songs auch gesungen, die du sonst auch singst, ne? Was war so Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul. Ich meine, gut, die Songs, die du mit Florian zusammen singst, natürlich nicht. Aber ich meine, die Modern Talking Songs hat er ja auch da performt, ne? Ja, das darf er ja. Das ist wo zielt deine Frage hin? Wo ist die? Ja, ich sag Du mal warst so. beim Friseur, ne? Du warst beim Friseur. Ich war beim Friseur, auch das, ja, und die Haare werden immer weniger. Du brauchst jetzt aber nicht abzulenken. Ich soll dich von meiner Mutter recht grüßen, ja? Wenn du den siehst, dann sagst du ihm mal, dass der Mann einfach immer Stil und Klasse hat. Das, was dieser Bohlen da gemacht hat, ja, das war ein alter Mann, der irgendwie auf jung gemacht hat und auf hip, da hat man sich ja fremdgeschämt. Und wenn man diesen Thomas Anders sieht, ja, das ist ein wahrer Gentleman, so wie er erscheint, so sein Auftreten und wie er singt und macht. Der Mann hat wahre Größe und Klasse. Das kannst du dem ruhig mal sagen. So, habe ich hiermit ausgerichtet. Ja, ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast und nicht ich.
Ja. So, nächstes Thema. Ach schon, das ist ja recht früh, Mensch, dass wir direkt jetzt zum nächsten Thema kommen. Aber okay, wir haben es ja jetzt geklärt, wir wissen also alle Portale Bescheid, dass das schon längst klar war und dass es also da das war keine spontane Absage oder so, also Thomas hat es ja erklärt. Und wir sind jetzt schon, also ist der Juni schon rum? Ist der Fast. Juni schon rum? So gut wie. Also Ja. ich finde das total krass, wie die Zeit vergeht. Ich finde es Ruckzuck ist erschreckend. Ich finde es erschreckend. Wo war ich denn heute noch? Heute noch ein Meeting, hatte ich heute, wo ich auch gesagt habe, hallo, die erste Hälfte des Jahres ist rum. Ich habe das Gefühl, ja, das hat erst vor 2 Monaten angefangen. Ich finde das total erschreckend. Ich genieße momentan zwar jetzt auch die Sommertage hier und meinen Sommer, aber man weiß das ja, ich habe es schon öfter gesagt, für mich kann der Sommer ja nie lang genug sein. Ich brauche einfach halt eben mehr Wärme, dann geht es mir auch besser. Das ist für mich, für meine Gesundheit in allem besser als halt eben die Winter hat auch was Schönes, aber das Schöne brauche ich nur 2 Monate, Sommer brauche ich 10 Monate. So. Ja, aber du brauchst doch jetzt keine 36 Grad, so wie das jetzt letzten Sonntag so war. Ja, Das war zu aber arg. pass auf, das Leben ist kein Wunschkonzert. Ja, also man kann sich das nicht alles aussuchen, wie es ist. Aber wir haben natürlich auch Sommer und Tage, wo wir sagen, wir haben halt eben nur 27, 28 Grad. Es ist trocken. Ich merke einfach, dass es geht jetzt gar nicht immer nur direkt um Hitze, um Wärme, sondern es geht mir um Sonne. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mir geht sofort das Herz auf, und ich fliege ja nun sehr viel, wie man weiß. Sobald ich durch die Wolken komme und sehe oben Sonne, dann denke ich, das Leben ist schön. Das ist wunderbar. Ja, also das geht ja auch jedem so. Wenn man diese grauen Tage hat, da ist ja die Stimmung schon gleich im Keller. Ja, wenn alles bewölkt ist und grau, da hast du ja keinen Spaß. Aber ich brauche jetzt keine 35 Grad und 36 Grad. Also gerade nicht bei uns in der Karibik oder wenn man irgendwo im Ausland unterwegs ist, also wo ein anderes Klima ist, da fühlt sich das ja auch ganz anders an am Meer als bei uns. Ja gut, aber am Meer, ich kenne das ja von Ibiza. Und es ist ganz klar, am Meer hast du immer eine leichte Luft. Das ist so. Also, und ich komme nun Koblenz, und Koblenz ist ja dafür bekannt, dass hier ganz, ganz oft die Luft steht. Man nennt es ja auch hier jetzt, kommt Klugscheißer anders mal wieder raus, das ist das Neuwieder Becken. Das ist ja halt eben hier Rhein und Mosel und sowas. Das liegt ja ziemlich niedrig. Also Koblenz hat hier nur irgendwie, ich glaube, 75 Meter über normal Null oder 80 Meter, sowas in der Ecke ist es, glaube ich. Das ist hier steht dann wirklich die Luft. Und das ist nun mal so. Es ist aber auch, sind wir keine Monate. Das sind dann mal 2, 3 Tage und die steht man durch und dann ist es schon wieder besser. Also, aber ich bin froh, dass ich liebe es, wenn wir mal so eine toll schöne Wetterperiode haben, wo man sagen kann, okay, ich gucke jetzt auf die Wetternachrichten und so die nächsten 10 Tage ist eigentlich schönes Wetter. Das finde ich geil. Aber weißt du, was das Problem bei uns in Deutschland ist? Also ich krieg das ja dann auch mit im Radio, wenn es so der erste Tag war oder die ersten paar Tage schönes Wetter, wo dann die Leute direkt sagen, ja, aber gleich dann ist es so heiß, das will ich auch. Also wir neigen ja immer dazu, dann auch alles schlecht zu reden. Oder dann kommen dann die Nächsten, die sagen, ja, aber das ist auch nicht gut, wenn jetzt so lange die Sonne scheint und es so heiß ist, weil dann sinkt der Grundwasserspiegel und im Wald fehlt uns das Wasser und da und überall. Und da wird wieder alles schlecht geredet. Ja, das ist zum einen Mensch und zum anderen auch ziemlich deutsch. Muss man fairer. Aber ich habe mir angewöhnt, ich höre da gar nicht hin. Also weil mich nervt sowas. Mich nervt sowas wirklich, wenn halt eben alles relativiert wird und klein geredet wird. Bei mir ist das Glas ja immer halb voll. Kennst du ja. Aber es ist nie irgendwo, wo ich denke, ach ja, natürlich brauchen wir Regen. Das ist natürlich fundamental wichtig, auch für die Landwirtschaft und für die Natur. Aber ich habe da eine sehr, sehr relaxte Einstellung zu. Ich bin da easy.
Mein Sohn sagt immer, hat schon als Fünfjähriger gesagt, Papa, wir sind doch auf der Welt, um Spaß zu haben. Und ich habe oft hat das aber Gefühl, ziemlich schnell kapiert. ich habe aber oft das Gefühl, wenn ich in so südlichen Ländern bin, wenn ich in Spanien bin oder Frankreich, Italien, dass die alle viel mehr Lebensfreude haben, dass es nicht diese Problemwälzer sind, dass die Leute, die setzen sich auf die Straße, ja, nehmen sich irgendwie ein Getränk oder auch nichts und sitzen einfach da, unterhalten sich. Und weil man ja nur dieses eine Leben hat. Und hier hat man wirklich das Gefühl in Deutschland, es gibt nur Probleme, uns geht's so schlecht. Und uns muss ja auch klar sein, dass wir nicht den ganzen Weltschmerz tragen können und alle Probleme der Welt irgendwie lösen. Nee, das können wir nicht. Und also wer das glaubt, der ist total auf der falschen Fährte. Aber das ist aber auch, es stimmt. Wobei, natürlich, man muss immer Folgendes sehen. Wenn wir im Urlaub sind wir in Urlaubsstimmung. Und wir kriegen ja die Problematiken der Menschen da gar nicht so mit. Das ist ja im Grunde auch ein bisschen so eine verschönte Welt. Ja? Wo man, also man ist selber schon mal gut drauf, weil man lässt es sich gut gehen. Und man sagt, komm, das ist jetzt Urlaub und lassen wir die 8 mal gerade sein. Ich finde es immer nur dann ein bisschen komisch, wenn dann eben Menschen, das kennt man ja auch hier aus unseren Städten, und da sind wir dann ziemlich reguliert, dass man nur, ich glaube, im Sommer bis um 11 draußen sitzen darf. Weil halt eben einige sich beschweren, dass es zu laut ist. Okay, ich kann verstehen, wenn du morgens um 5 aufstehen musst und du hast bis nachts um 1 dann Krach unten vor der Haustür, das ist nicht Bombe. Aber es sind meistens ja genau diejenigen, die, wenn sie im Urlaub sind, das total geil finden. Nur sie wollen es nicht zu Hause haben. Sie wollen es nicht bei sich haben. Die anderen, also der allgemeine Italiener, der an so einer Piazza wohnt und wo man dann schön bis nachts um 1 sich sein Rosé und reinpfeift und seine Pizza oder seinen Salat und sowas. Und man sagt, ach, das ist doch mal richtig schöner Urlaub. So draußen sitzen lang und ja sich unterhalten können. Ja, aber der vielleicht eine Etage oben drüber ist und die Fenster offen hat, weil es stickig in der Bude ist, der morgens früh raus muss, die ertragen es aber anders. Die nehmen das mit. Nein, in Deutschland kommt eine Viertelstunde nach das Ordnungsamt und sagt, bitte reingehen, sonst haben sie eine Strafe zu zahlen. Das nervt mich so. Mich nervt einfach diese Reglementierung. Es gibt für alles ein Gesetz. Ich warte irgendwann drauf, dass für die Breite der Klopapierrolle noch ein Gesetz kommt aus Brüssel. Die irgendwie sagen, das darf nur noch so und so breit sein, damit halt eben die Toilettenschüssel sich nicht zusetzt oder irgend so. Mein Thema. Hochstimmung. Ja. Ja, du bist ja dafür zuständig und du bist ja dafür bekannt, auch den Menschen Lebensfreude zu bringen und wo man den Alltag auch mal vergessen kann und die Alltagssorgen. Deshalb bist du ja auch viel unterwegs. Jetzt nochmal, um auf Schlagerboom zurückzukommen, Florian Silbereisen und du. Ist da eigentlich jetzt in diesem Jahr noch Zeit, wo man euch mal wieder gemeinsam sieht? Oder ist jetzt wirklich alles hier Thomas Anders Sings Modern Talking und nur Solo-Projekt? Ne, ich bin im Schlagerboom im Oktober in Dortmund. Und da bin ich, und ich glaube, ich bin auch im Adventsfest. Bin ich und ja, es ist so, Florian hat mir auch auf Band gesprochen und sowas, aber ich erzähle jetzt nicht, was er mir gesagt hat, aber ja, dann brauchst du auch gar nicht nachfragen oder so. Das ist Kunst Nee, das sehe ich schon an deinem Gesicht, dass sich eine Nachfrage nicht lohnen würde. Nein, schon lohnt verstanden. Nicht. Ja. Ja. Naja, und ja, das geht im Herbst wieder weiter und dann werde ich aber also 26 werde ich, was Fernsehen betrifft, ein bisschen kürzer treten und mit Produkten und sowas. Also Produkt meine ich jetzt, es kommt kein Album von mir auf den Markt und mache ich ein paar andere Sachen. Ist ja jetzt auch gerade ein bisschen viel Alben und so, ne? Ja. Ich meine, du holst ja jetzt auch so was andere in so ein paar Jahren machen, machst du jetzt in einem, ja? Das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Ja, stimmt. Aber es ist nun mal das Jubiläumsjahr, 40 Jahre MT, 40 Jahre, die 80er, hat alles angefangen, in einem Jahr die Alben machen und es läuft wirklich ganz, ganz super, ganz prima. Und da freuen wir uns drauf und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Menschen das so toll finden.
Ja, also läuft ja richtig gut. Also ich krieg auch Feedback. Also es ist total witzig, dass sich Leute aus meinem Freundeskreis melden. Also so Freunde, die weit auch entfernt sind oder mit denen du schon lange keinen Kontakt mehr hattest, die mich dann ansprechen oder mir schreiben so, hier, der Thomas Anders da mit seinem neuen Album mit 40 Jahren Modern Talking, das ist schon geil, gell, wie er das da gemacht hat, wo da der junge Thomas Anders und der alte, wo die sich da umarmen, das ist schon irgendwie total cool. Da denke ich mir, wir haben ewig nichts miteinander gesprochen, aber jetzt, ne, jetzt geht's mal um dich, ja, und dann melden die sich bei mir. Aber ist ja schön, dass die das auch berührt und dass das so auffällt. Ja, ich würde mir an deiner Stelle Gedanken machen, dass die mich brauchen, um mit dir zu reden. Soweit ist es, ja. Vielleicht, es reicht mir auch, wenn wir so oberflächlich dann nur über Thomas Anders reden, weil alles andere, ja, ich meine, sonst. Warst du beim Friseur? Ne? Warst du beim Friseur? Wie oft willst du mich noch fragen, ob ich beim Friseur war? Sind wir schon wieder Themawechsel oder was? Weil die Guck mal, Haare wie mir die sind kurz, Haare die sind ausgehen. sehr kurz. Ja, die sind Aber sehr kurz. es macht dich jünger. Ja. Oh, danke. Oh, danke. Das war immerhin mal ein Kompliment, ja. Ich habe ja nicht so volles Haar wie du. Du hast echt Glück. Obwohl ich war früher beim Friseur, war ich ja mal Model, ne? Ich war ja mal Friseurmodel. Ja, so Haarmodel. Und, ja, war ich mal. Hast du Bilder davon? Leider nicht mehr, kann ich jetzt nicht mehr beweisen. Aber ich hatte früher wirklich so Nein, ich richtig war Model. dickes Haar. Ich hatte so richtig dickes Haar und dann ist das so in der Zeit ausgedünnt, ja. Und bei dir läuft's nach wie vor. Das ist echt beneidenswert. Viele Männer werden dich darum beneiden. Aber ich habe hier auch mal wieder Fragen bekommen an podcast@thomas-anders.com und das war die Frage zu vorhin, weil du nämlich gesagt hast, du hättest dich hübsch gemacht, wenn wir hier zusammen konferieren. Wo war sie denn jetzt hier? Uli aus Hamburg. Lieber Thomas, du bist ein gepflegter, ästhetischer Mann. Wer gibt denn eigentlich mehr Geld für Pflegeprodukte im Monat aus? Du oder deine Frau? Liebe Grüße, Uli aus Hamburg. Och, alle Uli aus Hamburg. Ich weiß es echt nicht. Also ich gebe schon. Ja, aber ich bin eigentlich jemand, der. Nein, ich habe immer so eine Grundgeschichte. Also es ist also wirklich. Es muss zu einem passen. Und das heißt nicht immer, dass die teuersten Produkte die besten sind. Ja? Als Beispiel, ich habe ein ganz einfaches Haargel. Das kostet 3,79 € oder sowas. Da gibt's andere, die sind auch gut, aber das für meine Bedürfnisse reicht das für die 3,79 €. Also ich habe aber immer eine gute Creme und ich glaube, ich gebe gar nicht so viel aus. Also was bei mir auf jeden Fall sein muss, das ist immer eine gute Gesichtspflege und ein gutes Shampoo. Das ist einfach gegeben. Bei den Frauen ist es ja oft so, die brauchen ja natürlich auch viel mehr an der Kosmetik. Ja, also das brauche ich ja noch nicht. Ich habe meine Gesichtscreme und sowas. Aber wenn dann die Frauen dann anfangen, die brauchen dann ihren Lidschatten und dann brauchen die ihr das Ding und hier das und dann für die Wimpern hier Mascara und dann brauchen sie halt. Kajal hast du ja früher auch noch öfter genutzt, ne, als heute. Ja, heute nicht mehr. Nee, das ist irgendwie. Das ist, ja, für mich. Ich meine, ich bin ja nicht Ozzy Osbourne. Ich laufe doch nicht mit dunklen Augenringen hier rum oder sowas. Nein. Gottes heiligen Willen. Nein. Also es ist gar nicht so viel. Also ich brauche nicht so viel. Tatsächlich nicht. Also mit anderen Worten, deine Frau braucht nach wie vor mehr als du im Monat. Vielleicht hält es sich die Waage. Vielleicht hält es sich die Waage. Also Uli aus Hamburg, so ganz können wir dir die Frage jetzt nicht beantworten, aber du kriegst auf jeden Fall eine Podcast-Tasse. Ich habe hier noch auch was Interessantes von, das war Katrin aus Frankfurt am Main. Liebes Podcast-Team, schreibt sie, vielen Dank für das tolle Format, in dem wir Fans auch Dinge erfahren, die sonst nicht in den Medien thematisiert werden. Ich habe auch 2 Fragen, die mich interessieren. Erstens, wie ist es für dich auf Tour zu sein und täglich die gleichen Songs zu singen? Ist es manchmal herausfordernd, wenn man sozusagen jeden Abend die gleiche CD selber anhören muss als Künstler? Nehmen wir also erstmal die Frage 1, bevor ich dann zur Frage 2 komme. Nee, das ist gar nicht schlimm. Das ist ja, also die Frage kommt ja öfter.
Aber man muss ja Folgendes sehen. Ich habe ja dann jeden Abend eine andere Bühne und ein anderes Publikum. Ja? Es ist ja für mich nicht immer das Gleiche. Wenn ich zu Hause bin, dann setze ich mich, ich bin dann zu Hause, mein Zuhause ist gleich, da höre ich ja die gleiche Musik. Und das ist was ganz anderes, als wenn man dazu performen muss, weil das ist ja nun auch mein Beruf und das mache ich eigentlich gerne. Ich empfinde es überhaupt nicht so, das zu singen. Also ich freue mich immer, weil ich habe ja schon erzählt, dass ich 2 Jahre lang immer so ein Programm habe, dass ich dann ein anderes Programm habe. Da freuen wir uns alle drauf, auch die Musiker. Dann ist es halt eben, ja, man hat einen anderen Ablauf und sowas. Aber man muss es auch mal versuchen, von der anderen Seite zu sehen. Es gibt einem ja auch Sicherheit. Du kennst deinen Ablauf. Sagen. Ja. Verstehst du? Du kennst deinen Ablauf und du kennst das Programm. Es gibt dir Sicherheit. So, das Schwierigste ist von einem neuen Programm sind eigentlich immer so die ersten 5, 8 Shows. Weil dann bist du noch nicht so eingespielt. So, dann, du hast das zwar geprobt und du hast das gemacht, aber es geht nicht so leicht locker von der Hand. Und ich merke es immer, es gibt dann einige Songs, wo ich mir dann auch die Texte hinlegen muss, weil ich die einfach nicht so schnell drauf habe. Und dann merke ich so, ab der 5., 6., 8. Show ist es dann so, dass ich sage, okay, ich brauche keine Texte mehr. Ich habe das alles im Kopf. Mittlerweile habe ich dann alles abgespeichert. Und das gibt Sicherheit. Und das ist auch ein angenehmes Gefühl. Dann kommen wir zu Frage 2, also auch immer noch Aber es gibt nur eine Tasse, ne? Es gibt nur eine Tasse. Ja, gibt nur eine Tasse. Machst du vor einem Konzert für deine Stimme bestimmte Übungen? Singst du dich ein? Nee. Nee, das ist so langweilig. Nee. Das ist langweilig. Naja, es gibt ja welche, die machen da riesen Trarat rum die ganze Zeit, wo die sich da ewig einsingen, machen und tun. Nee. Machst du nicht. Also Ich singe auch nicht zu Hause irgendwie. Also es sei denn, ich setze mich an den Flügel und singe dann was. Aber ich trainiere auch nicht zu Hause. Also ich war eben im Studio und habe halt eben ein paar Songs eingesungen. Und das letzte Mal vor 14 Tagen. Okay, ich hatte dann, zwischenzeitlich hatte ich noch in Ungarn eine Show. Aber ich gehe raus und singe. Und die Stimme ist dann da. Fertig. Und dann war's so. Aber es ist wirklich insoweit interessant. Ich habe das mal, man weiß ja, dass ich Fan von Barbra Streisand bin. Und die hatte mal im Interview, wurde sie das auch gefragt. Und sie sagte auch, sie macht das nicht. Also sie sagte, sie hat ein neues Album aufgenommen. Und davor hat sie ein Dreivierteljahr nicht gesungen. Weil die Stimme ist doch da. Ich muss doch jetzt nicht irgendwie, ich muss mich doch nicht warm singen für irgendetwas. Das ist jetzt nicht, ich habe ja keine Klassik, wo halt eben alles, wo die Stimmbänder warm und in Betriebstemperatur sein müssen. das ist jetzt kein Caruso. Nein, danke, dass du das mir einfach mal so aufs Brot schmierst. Das hätte ich auch selbst gewusst. Ich habe dir nur geholfen, also weil du das hast, So. du hast das Wort gesucht, ja. So, nee, und deshalb ich übe nicht. Nein. Also, liebe Katrin, ich hoffe, die Fragen sind beantwortet. Wir schicken dir die Podcast-Tasse zu, so wie es gehört. Und wir hätten noch Sven aus Bamberg, der schreibt, lieber Bamberg. Thomas, ich bin Bamberg, horche mal, aus Franken. Ich bin Hobbymusiker und wollte mal deine Einschätzung wissen. Kann man heutzutage, um als Musiker berühmt zu werden, auf Social Media verzichten? Geht es überhaupt noch um die Musik? Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage nur noch um die Inszenierung geht. Das war früher irgendwie anders. Oder wie siehst du das? Nee, also ohne Social Media geht's nicht mehr. Das ist vorbei. Das kann man nicht machen. Aber wollen wir doch mal ehrlich sein, es ging doch auch früher um Inszenierung. Nehmen wir doch einfach mal gehen wir jetzt nochmal in die 70er Jahre. Ja? Nehmen wir doch da einfach mal die Singer-Songwriter. Die haben sich auch inszeniert als Singer-Songwriter. Das war nicht so intensiv wie heute, weil man hatte nur damals Fernsehen und irgendwelche Zeitungen, wo man was gesehen hat. Aber inszeniert haben die sich auch. Das ist heute natürlich nur viel, viel mehr durch Social Media. Da hast du nun minütlich irgendwas anderes drin.
und du musst dich da präsentieren. Das ist das, was ein bisschen anstrengend macht und anstrengend ist. Wenn wir aber, oder in den 70er Jahren bleiben wir da, wir hatten auch die Bee Gees. Die haben sich inszeniert. Auch die Beatles haben sich inszeniert. Die haben doch ihr Ding genauso gemacht. Also das war nie anders. Du musst dich als Künstler, als Musiker, als in dem Fall Musiker, Schauspieler auch, aber du musst dich als Promi inszenieren. Das gehört einfach dazu, weil da wird über dich geredet und du brauchst ja auch so ein Erkennungsmerkmal. Damals die Bee Gees, denke ich gerade, habe ich so vom Auge mit Saturday Night Fever, die in ihren weißen Overalls und sowas. Das war ja alles geplant und gemacht und getan. Aber war auch inszeniert, ne, klar. Ist auch inszeniert, definitiv. Ja. Nur es war nicht so greifbar wie für uns, weil du hast heute dein Smartphone und du siehst sofort Inszenierung. Das hattest du früher nicht. Deshalb kam es dir vielleicht nicht so vor. Also geht es überhaupt noch um die Musik, schreibt er ja. Was sagst du dazu? Natürlich geht es um die Musik. Weil die Inszenierung trifft nicht dein Herz. Die Musik trifft dein Herz. Wenn du eine tolle Melodie hast, die dich berührt, die dich tanzen lässt, die dich weinen lässt, die dich einfach berührt, das ist die Musik. Da kannst du noch so eine Bombeninszenierung haben, da kannst du dir alles um den Hals hängen und um die Hüfte. Wenn die Musik scheiße ist, dann berührt es einfach nicht. Ja, eigentlich können wir uns das ja alle beantworten. Jeder, der jetzt letztens den Eurovision Song Contest gesehen hat, da kann man die Frage sich ja beantworten. Wenn irgendwie nur noch Inszenierung ist und es irgendwie keine gescheiten Songs mehr gibt, die irgendwie hängen bleiben, weil was bleibt denn noch hängen? Also man weiß schon gar nichts mehr davon. Nix, Nee. keine Melodien, die man im Kopf hat. Nee, gar nicht. Und ich kann mich nicht daran, wenn ich jetzt zurückdenke, dieser Siegertitel, ich meine, nun kommt er aus Österreich. War der nun groß in den Charts? Haben wir davon was mitgekriegt oder? Ich weiß es nicht. Spielt ihr den im Sender? Nee. Ja. Ich glaube, einmal quasi nach dem Wochenende, als der Song quasi Gewonnen zum hatte? Siegertitel gekürt wurde, dann schon, aber danach nicht mehr. Ja, spannend. Aber es gibt ja immer wieder welche, die beim Eurovision Song Contest starten, die da irgendwie mal dabei waren, die noch nicht mal gewonnen haben, die dann aber steile Karrieren machen, wie zum Beispiel, wer hoch und runter läuft, Michael Schulte zum Beispiel, ne? Der Ja. läuft hoch und runter, der das geschafft hat. Malik Harris gibt es auch noch, der war ja auch beim Eurovision Song Contest, aber ja, das ist nicht mehr das, was es mal war. Ne? Nee. So ein anderer berühmter Rheinland-Pfälzer, Gildo Horn, hat auch gesagt, dass sich das nicht mehr antut und nicht mehr anguckt, das ist nicht mehr sein Ding. Dass dieser ganze Eurovision Song Contest ist einfach so verkommen und da geht es eben nicht mehr um die Musik, findet er. Ne? Ja. Das ist auch so eine Sache. Ja, das ist leider so. Der liebe Gildo. Dann kann ich also hier bitte auch abhaken in meinen Unterlagen, ja, lieber Sven aus Bamberg, auch du kriegst von uns die Podcast-Tasse zugeschickt. Jetzt müsst ihr euch wieder einen Monat gedulden, bis wir uns dann wieder melden, dann ist ja schon fast... Hör auf. Ja schon fast Sage es jetzt nicht. Ich sage nicht, dass der Sommer fast rum ist, aber Ich wusste, dass du es sagst. was können wir denn, auf was können wir uns denn dann freuen? Was kannst du denn dann so berichten? Also, weil du bist doch, glaube ich, jetzt nur on Tour die nächsten Tage und Ich Wochen. bin die nächsten Wochen ziemlich auf Tour, ja. Das ist aber richtig. Ich bin jetzt gerade mal so im Kalender am gucken, was hier für Deutschland. Das ist vielleicht etwas, wenn man vielleicht irgendwann mal Ende August verreisen will. Am 22. August bin ich in Gotha. Und zwar dort trete ich halt eben meine Show. Die wird komplett im Grunde begleitet von dem Thüringer Philharmonieorchester. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles, wirklich am Schlossplatz.
Das ist wirklich ganz großartig und das ist am 22. August. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil das gibt mal so einen ganz anderen Dreh. Ja? Ja, da geht doch das Herz des Musikers, des Sängers Thomas Anders auf. Das ist doch, jeder Künstler findet doch sowas geil. Mit so einem riesen Orchester. Wie kam es denn dazu? Ja, weil die einfach angefragt haben. Und ich hatte jetzt vor war das, 4-6 Wochen, hatte ich mit dem Arrangeur gesprochen und der hat mir das dann erklärt. Es sind dann irgendwie so, ich glaube, knapp 60 Musiker. Geil. Da wird jetzt extra auf mein Tourprogramm wird richtig ein Arrangement und alles geschrieben und gemacht. Das ist schon, ich finde, das ist großes Kino und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Das ist ja cool. Aber ich meine, wahrscheinlich dann hören wir uns ja nochmal. Also da kannst du noch nicht berichten, wenn du sagst, dass du erst im August da bist. Ja, wie gesagt, also nur wer was gucken will. Ich gucke mir gerade mal gucken, wo bin ich denn sonst noch? Na gut, ich bin auch in Hanoi, ist ein bisschen weit weg. Was, in Hanoi, in Vietnam? Ja, bin ich im November. Nee, Quatsch, im Oktober. Bin ich im Oktober. Ich meine jetzt so die nächsten Tage und Wochen. Jetzt fängst du an mit Oktober, mit Entschuldige August. Bitte. Drück dich mal ganz normal aus. So, wo bin ich denn? Nee. So, die nächsten Tage, ich bin jetzt genau morgen, also am 28. bin ich in Forst. In Brandenburg. Ach so, es gibt ja mehrere Forst. Es gibt auch Forst an der Weinstraße. Deshalb sage ich ja Forst in Brandenburg. In der Lausitz. Da bin ich. Und die Woche drauf bin ich in Casablanca beim Festival. Casablanca? Ja. Das ist auch so. Thomas Ecke, ne? Bogart. Humphrey Bogart, Thomas. Ja. Schau mir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen. Ja, okay. Also gut. Wir werden gespannt sein, was du alles dann zu berichten hast, was du so erlebt hast in der Zeit. Und es wird ja nie langweilig bei dir. Ich freue mich wieder auf eine neue Episode. Kunstelein. Ja, und wir freuen uns natürlich auch weiterhin, das lebt ja auch mit euren Fragen. Ihr wisst, so nah seid ihr Thomas Anders sonst nie. Das finde ich auch toll, dass es zum Beispiel hier die Katrin aus Frankfurt so erfasst hat, ne? Dinge, die eben nicht so in den Medien thematisiert werden, weil wir hier auch die Zeit haben und weil es hier auch einfach persönlich ist in dieser Runde. Deshalb scheut euch nicht, traut euch, eure Fragen zu stellen per E-Mail podcast@thomas-anders.com. Die Fragen, die wir veröffentlichen, da gibt's dann auch die Podcast-Tasse. Und in diesem Sinne wünschen wir euch weiterhin frohes Schwitzen, ne? Immer schön trinken, schön eincremen, Sonnencreme, ne? Das muss man alles mittlerweile viel mehr machen, als es noch vor ein paar Jahren so war. Das ist jetzt einfach so. Und einfach das Leben und die Sonne genießen und dabei auch ein bisschen Thomas Anders hören. Wenn Thomas Anders Modern Talking singt, die neuen Alben, kann man nur wärmstens empfehlen. Also ich kann nur sagen, hört euch einfach meinen Podcast an und wenn ihr Musik hören wollt, dann geht ihr in meine Playlist, was ich habe. Daneben könnt ihr einen schönen Thomas Anders Wein trinken und abends halt eben mit meinen Gewürzen euer Essen wunderbar auf die geschmackliche Kurve kriegen. Also, nein, jetzt jeder soll machen, was er will. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und freue mich schon wieder auf die nächsten Podcasts mit dir, mein liebes Kunstelein. Ich freue mich ebenso. Dann vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.